So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Rundum-Stadion. Und heute sind wir in Osnabrück. Man kann es unschwer erkennen, die Heimatstätte des VfL Osnabrücks. Das ist die Bremer Brücke, auch hier mit legendären Flutlichtmasken. Und wir gehen einmal rum und ich erzähle euch ein bisschen was zu diesem wunderschönen Stadion, was schon einige Jahre hier steht, nämlich seit dem Jahr 1933, also 87 Jahre alt. Aber ein wunderschönes Stadion und viel Tradition. Und das erkennt man schon von außen. Wir gehen einmal rum. Die Heimatstätte des VfL Osnabrücks. Zweitligist, aufgestiegen 2019. Im Rahmen des Aufstiegs auch hier einige Veränderungen am Stadion durchgeführt worden. Nämlich zum Beispiel das Flutlicht musste jetzt in der Sommerpause 2020 aufgewertet werden. Ja, diese Flutlichtmasten, die auch wirklich Charme haben, sind entstanden am 14.02.1975 eröffnet worden und seitdem schmücken sie dieses schöne Stadion. Und es ist ein Stadtstadion. Wir haben eine Entfernung von nur 1,6 Kilometern in die Innenstadt und hier sehen wir die Plätze des Westens, also wir gehen einmal rum. Schöner sonniger Tag in Osnabrück und was besonders cool ist, ist, dass die alten Helden des VfLs hier die Tribünen schmücken und auch unten schönes Graffiti zur Bremer Brücke. Also voller Tradition hier. Und im Moment gibt es Streit drum, ob dieses Stadion den Auflagen weiterhin der zweiten Liga gerecht werden kann. Denn die Auflagen der zweiten Liga werden immer stärker und man sieht es schon, das ist natürlich ein reiner Betonbau, der natürlich super viel Charme hat, aber dann leider nicht mehr ganz den Anforderungen des DFLs und des DFBs entspricht. Und deswegen gab es eine Initiative, die sich gegründet hat, nämlich Mythos Bremer Brücke. Und schaut da gerne mal vorbei, da könnt ihr was über die Tradition dieses wunderschönen Stadions erfahren. Hier schlägt noch das Fußballherz, also es ist ein eher kleines Stadion. Kapazität beträgt 16.100 Plätze, davon 35% nur Sitzplätze, also das meiste Stehplätze. Und der Verein, fast seit der Gründung hier am Spielen. Schöne Farben, lila-weiß, die Vereinsfarben. Achso, Geschäftsstelle, VIP-Zugänge und hier vorne ist der Fanshop. Kleinen Blick sogar hinein erhaschen. Schon gewaltige Flutlichtmasten, muss man so sagen. Und man kommt ziemlich nah an diese. So, wir gehen weiter rum. Und hier, genau, ist die Ostkurve. Das ist der Bereich der Heimfans. Auch hier stand ich schon im Block und habe mitgesungen. Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück, der Vereinstitel. Ich bin ja so ein kleiner Stadiongänger und Nerd, also war schon sehr vielen Kurven und unter anderem hier beim Spiel gegen Kräuter Fürth in der letzten Saison. Schön. Also Bier gibt's. Rein dürfen wir nicht, aber Bier gibt es ordentlich. Wir sind mitten in der Corona-Krise, während wir dieses Video drehen, im zweiten Lockdown. Also alles nicht so cool, dass man dieses schöne Stadion jetzt gerade nicht besuchen kann. Und auch nicht als Heimfan hier in seine legendäre Ostkurve kann. Wir gehen jetzt ein bisschen rüber. Hier müssten dann wieder Sitzplatztribünen sein auf dieser Seite. Hey, das sind schöne Graffitis. Ich hoffe, man kann das
erkennen. Ich versuche ein bisschen ran zu zoomen. Ja, das hat wirklich was. Charme. Und die Nordtribüne hier. Jo Enox, legendärer Spieler, war auch Trainer eine Zeit lang. Daniel Thune, ja auch Trainer gewesen, jetzt zum HSV gegangen, hat auch sehr schöne Anekdoten erzählt über den VfL Osnabrück. Alles noch ein bisschen heimeliger als natürlich beim riesengroßen Club, aber Zweitligist, aufgestiegen 2019. Und das ist doch schon mal was. Und im Moment spielen sie auch eine sehr, sehr gute Saison in der zweiten Liga. Also werden sich wahrscheinlich voraussichtlich halten können. Das zweite Jahr in Folge. Hier die bisschen modernisierte Tribüne. Interessante Geschichte gibt es zwischen dem West- und Nordbereich, wo wir gleich hinkommen. Denn da gibt es ein Grundstück, über das es jahrzehntelang Ärger gab, sodass dieses Stadion nie komplett zugebaut werden konnte. Nach einer Teileinigung gelang dann 2011 schließlich doch der Schritt, dass man dieses Grundstück erwerben konnte, so dass der VfL Osnabrück nun ein komplett umschlossenes Stadion besitzt. Eingang Gästeblock H. Okay, das ist auch interessant, dass die Gäste hier relativ nah dann an den Heimfans sind. Und hier haben wir noch die richtig alten, schönen Kartenhäuschen. Und hier muss es dann gewesen sein, dass hier das Stadion jahrzehntelang nicht zugebaut wurde, mittlerweile schon. Gehen wir jetzt einmal da vorne noch rum und versuchen nochmal von der anderen Seite ans Stadion ranzukommen und dann ja einmal den Rest abzublicken. Hier der 4. Flutlichtmast. So, und hier nehmen wir nochmal den kleinen Rest mit vom Stadion. Auch hier Gästeeingang und Gästeblock. Stehplatz Westbereich. Also genau gegenüberliegend von der Ostkurve, wo die Heimfans stehen, und ein paar Plätze kann man da oben sehen in lila. Und was man noch sehen kann, oder hoffe ich, dass man sehen kann, ist die Bahnanbindung. Und daher hat dieses Stadion auch seinen Namen bekommen. Und zwar ist hier die alte Strecke nach Bremen, zuzüglich im wahrsten Sinne des Wortes der Bremer Brücke, denn oben fährt die Bahn und da ist der Tunnel und es gibt hier auch eine Bremer Straße. Alles zusammen führte dann zu diesem Namen. So, ich glaube, hier haben wir extra so etwa angefangen mit dem kleinen Rundgang und hier enden wir jetzt auch. Das war's, das rund ums Stadion Bremer Brücke mit dem ehrwürdigen Stadion des VfL Osnabrücks, der Bremer Brücke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, dann verpasst ihr kein neues Stadionvideo mehr. Und jetzt kommen noch ein paar Impressionen zum Standort Bremer Brücke und zur Fußballkultur in Osnabrück. Viel Spaß dabei. Ich verabschiede mich. Ciao.